Vulcain aus Le Locle hat sich auf das beliebte Neo-Vintage-Thema spezialisiert und fertigt vor allem Armbanduhren, die in ganz ähnlicher Form bereits in der Vergangenheit der Firmengeschichte so gebaut wurden. Die Skindiver-Serie ist eine dieser Retro-Uhren. Seit einigen Wochen gibt es das Modell nun auch mit zusätzlicher GMT-Funktion, die Vulcain Skindiver Nautique GMT. Schauen wir uns in diesem Video genauer an. Erstmals gegründet wurde die Manufaktur Vulcain bereits im Jahr 1858, hat allerdings dasselbe Schicksal wie so manch andere Uhrenmarke durchgemacht und musste im Zuge der Quarzkrise der 1970er und 80er Jahre den Betrieb mehr oder weniger einstellen. Ein erster Eigentümerwechsel im Jahr 2001 belebte die Firma wieder und mit der Übernahme durch Guillaume Lédé im Jahr 2023, der zuvor auch Nevada Grenchen wiederbelebt hatte, kam Vulcain wieder auf den richtigen Pfad zurück. Designtechnisch richtig gute Jahrzehnte für Armbanduhren waren die 1950er und 60er Jahre. Aus dieser Zeit stammen mit die schönsten und heute wichtigsten Uhrenmodelle und auch die hier vorliegende Skindiver Nautique GMT bezieht ihre Inspiration aus den 60ern. Skindiving bezieht sich auf das Tauchen mit Schnorchel, also ohne größere Ausrüstung und steht damit im Gegensatz zum Gerätetauchen. Zusätzliche Ausstattungsmerkmale wie Heliumventil und eine exorbitante Wasserdichtheit fallen dabei natürlich weg. Die Modelle können kleiner, insbesondere flacher gebaut werden und trotzdem ist auch die Vulcain Skindiver bis zum Druck von 20 bar, also 200 Metern wasserdicht. Das hier vorliegende Modell hat einen Durchmesser von 38,3 mm und misst 12,2 mm in der Höhe. Zum Teil wird das auch durch das gewölbte Saphirglas bedingt. Das steigert zwar auf dem Papier die Höhe, die Uhr wirkt aber von der Seite deutlich flacher. In dieser Ausführung und durch die Zusatzfunktion mit zweiter Zeitzone verändert sich bei der Skindiver allerdings auch die Lünette, die hier im Gegensatz zur Taucher-Variante mit 3 Zeigern beidseitig drehbar ist und statt einer 60er Skalierung eine Skala für 24 Stunden trägt. Ihre glänzende Einlage besteht dabei aus kratzfester Keramik. Die Nautique GMT erhält, wie der Name es schon verrät, zudem einen 4. Zeiger zur Anzeige einer 2. Zeitzone. Wie eine GMT-Uhr funktioniert, brauche ich hier wohl nicht mehr zu erklären. Wichtig ist jedoch, dass es sich dabei um eine Office GMT handelt, also dass der zusätzliche Zeiger, der im 24-Stunden-Format arbeitet, schrittweise verstellt werden kann und nicht die Lokalzeit. Ergänzt wird die Funktion durch ein Datumsfenster bei 3 Uhr mit silberfarbenen Metallrahmen. Der GMT-Zeiger selbst setzt sich mit seiner verlängerten roten Pfeilspitze deutlich von den anderen polierten Zeigern ab, trägt aber, wie auch Stunden- und Minutenzeiger, Leuchtmasse, die im dunklen Grün nachleuchtet. Auch die aufgedrückten Stundenmarker sind entsprechend mit Superluminova ausgestattet. Im Licht sind sie in einem hellbraunen beigen Farbton gehalten und verstärken damit die Retro-Ausstrahlung der Uhr, die natürlich auch durch die Abmessung und vor allem das stark gewölbte Saphir-Boxglas im Stil von typischen historischen Hesalid-Gläsern bedingt wird. Die Funktionen der Vulcain Skindiver Nautique GMT werden von einem Schweizer Uhrwerk von der Firma Sopprod angetrieben. Dieses versteckt sich unter einem massiven Schraubboden mit Reliefgravur des Markenlogos und Angaben zur Wasserdichtheit. Da sich das zuletzt viele von euch in den Kommentaren gewünscht haben, zeigen wir auch hier einige Aufnahmen des Uhrwerks mit aufgeschraubtem Boden. Das verbaute Kaliber C125 von Sopprod ist mit 25,6 mm relativ klein und wird durch einen Werkhaltering aus Metall zentriert. Trotz Massivboden nutzt Vulcain dabei einen eigenen Rotor, sogar mit blau ausgelegtem und graviertem Markenlogo. Das Werk entspricht in Funktion und Abmessung ungefähr dem ETA 2893-2 und ist mit einem beidseitigen Aufzug und einer Gangreserve von 42 Stunden ausgestattet. Platinen, Rotor und Brücken sind mit verschiedenen Dekorationen bzw. Zierschliffen wie Genfer Streifen und Perlage verziert und die Deckplatte, die den kugelgelagerten Rotor befestigt, ist mit einem schicken radialen Schliff verschönert. Die Skindiver Nautique GMT ist unter anderem an einem Gliederband erhältlich, hier allerdings ist ein Kautschukband im typischen Tropical-Stil verbaut und das entspricht wirklich ziemlich genau dem historischen Vorbild.
Nicht nur das geprägte Muster auf der Vorderseite, sondern auch die Aussparungen auf der Rückseite, die für eine bessere Belüftung sorgen sollen, und die Form des Bandes mit der ikonisch zulaufenden Spitze entsprechen historischen Modellen. Der ganze Look mit dem Tropical Rubber, den Dimensionen und dem tollen Boxglas sowie dem beigen Superluminova wirken schon wirklich sehr retro. Hier hat Vulcain also auf jeden Fall das Ziel erfüllt. Weitere Varianten, auch mit weißer Leuchtmasse und Zifferblättern in Schwarz, Blau und sogar Lila, sind ebenfalls erhältlich, und natürlich gibt es diese Art von Uhr so ähnlich auch als Dreizeiger-Diver mit 60er Lünette. Die hier gezeigte GMT-Variante am Kautschukband ist im Vergleich dazu etwas teurer und kostet 2081 € direkt bei Vulcain. Was haltet ihr von der Erweiterung? Schreibt das doch in die Kommentare. Vielen Dank außerdem für Daumen nach oben und ein Abo des Kanals. Ein weiteres Video gibt's hier, vielleicht hören wir uns da ja wieder. Bis dann!